Moin und hallo! Wir haben die letzten Tage hier in diesem traumhaften kleinen Paradies in den abgelegenen Bergen im Hinterland von Alicante verbracht. Heute müssen wir diesen schönen Platz aber verlassen, denn wir haben einen unerfreulichen Termin. Was das ist, erzählen wir euch nach dem Intro. Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast 4 Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan auf der Iberischen Halbinsel unterwegs. In der letzten Woche haben wir unter anderem am Meer übernachtet, uns eine ungewöhnliche Landzunge angeschaut und waren so lange spazieren, dass uns noch Tage später die Füße wehtaten. Heute verlassen wir unseren tollen Stellplatz in den Bergen, muss unser Ducato ans Diagnosegerät, schauen wir uns eine der ungewöhnlichsten Städte Spaniens an, staunen über die Farbe eines Bergsees und vieles mehr. Los geht's! Während wir jetzt noch in Ruhe unseren Kaffee auftrinken und unser Müsli aufessen, zeigen wir euch direkt mal ein paar schöne Aufnahmen von diesem Platz, die wir in den letzten Tagen gefilmt haben, denn es ist wirklich ein bisschen was Besonderes hier. Ja. Ja, hier kann man es, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sehr, sehr gut aushalten. Es ist wirklich schön. Wir haben an den letzten Morgenen unseren Kaffee eigentlich fast immer hier draußen getrunken, bei der aufgehenden Sonne und diesem herrlichen Blick. Wir können hinter den Zipfeln der Hügel das Mittelmeer erahnen. Also es ist wirklich schön und sehr, sehr ruhig, wenn nicht gerade so ein Wind geht wie heute Morgen. Ja. Jetzt müssen wir aber, wie gesagt, losziehen, denn die Motorkontrollleuchte unseres Ducatos ist wieder angesprungen. Das war ja vor ein paar Wochen schon mal der Fall in Gibraltar. Da ist sie dann auch irgendwann wieder ausgegangen und wir haben gesagt, ist fein. Erst wenn sie nochmal angeht, dann lassen wir es checken. Ja, das ist auf dem Weg hierher passiert. Sie ist tatsächlich inzwischen schon wieder ausgegangen, aber wir haben uns jetzt gesagt, jetzt fahren wir definitiv zu Fiat und lassen das checken. Und jetzt haben wir in Alicante eine Fiat Professional Werkstatt rausgesucht und ja, lassen den Ducato da gleich mal auslesen und hoffen, dass es nichts Schlimmes ist. Ja, das OBD-Lesegerät zeigt keinen Fehler an, der gespeichert ist. Das
Ist erstmal gut, weil das potenziell bedeutet, dass alles fein und in Ordnung ist. Auf der anderen Seite wundert mich das ein bisschen, weil ich hätte gedacht, dass wenn eine Motorkontrollleuchte oder irgendwas anderes angeht, dass dann eben auch tatsächlich ein Fehler gespeichert wird, denn dann ist ja was schief gegangen. Aber das ist nicht so. Er sagt, wir sollen erstmal weiterfahren, solange die Motorleistung so ist, wie sie sein soll. Und das ist ja der Fall zum Glück. Wir werden das also weiter beobachten. Er kann jetzt nichts für uns machen. Er hat auch gesagt, die Vermutung liegt nahe, dass das ein DPF-Sensor ist. Und die Motorkontrollleuchte geht eben an, wenn der 5-mal einen falschen Wert erkannt hat. Und die geht aber auch wieder aus, wenn er 5-mal einen richtigen Wert erkannt hat. Und ja, so scheint das zu sein. Wir werden das weiterhin beobachten müssen und fahren jetzt erstmal weiter. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir überhaupt drangekommen sind, denn der nächste wirkliche Termin wäre erst in 13 Tagen, glaube ich, gegangen hier. Ist gut was los scheinbar. Aber er war so nett, einmal kurz mit uns rauszugehen mit dem Lesegerät, das einmal auszulesen. Und ja, jetzt haben wir zumindest ein bisschen mehr Gewissheit und hoffen, dass es nicht wieder auftritt. Ja. Und jetzt haben wir es schon wieder abends. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Wir haben unseren Abstecher nach Alicante dann heute noch dafür genutzt, all unsere Vorräte wieder aufzustocken. Wir waren auch in einem Supermarkt und vor allem waren wir auch in einem China-Laden. Ja, also die heißen hier Hyper China oder China Maxi. Da gibt es ganz, ganz viele von, haben wir festgestellt, sowohl in Spanien als auch in Portugal. Die sind riesig teilweise. Also der, in dem wir heute waren, der war so groß wie eine riesige Lagerhalle. Hier gibt's alles. Ja, wir brauchen ein paar Accessoires, da wir bald auf einer Kostümparty eingeladen sind. Oder wollte Tina schon mal schauen, was es gibt. Das war erfolgreich. Bist du zufrieden mit deiner Auswahl? Ja. Das haben wir gemacht und die Stadt Alicante, die wollten wir uns dann nicht wirklich anschauen. Die hat uns nicht so richtig angezogen. Stattdessen sind wir weitergefahren und stehen jetzt kurz vor Benidorm. Ich glaube, so spricht man das aus. Ich habe das ehrlicherweise gar nicht nachgeschaut. Und jetzt haben wir hier wieder einen Parkplatz gefunden für die Nacht mit Blick aufs Meer. Es ist traumhaft. Schaut mal. Fast noch spannender als der Blick aufs Meer ist eigentlich der Blick in diese Richtung, denn hinter diesen Hügeln beginnt die Stadt Benidorm. Ich habe gerade die Drohne einmal in die Luft geschickt und hatte einen sehr spannenden ersten Blick auf die Stadt. Dadurch, ich weiß nicht, ob ihr Benidorm kennt, als ich vor ein paar Monaten zum ersten Mal ein Foto von der Stadt gesehen habe, dachte ich, nee, das kann nicht sein, dass es so eine Stadt mit solchen Wolkenkratzern in Spanien gibt. Aber doch, sie gibt es. Es ist eine Touristenhochburg. Schaut mal. Na, mal schauen, vielleicht schaffen wir es heute Abend noch hoch zu dem Aussichtspunkt für den Sonnenuntergang. Das könnte einen ganz netten Blick auf die Stadt geben. Und
nach Benidorm rein werden wir dann morgen, denke ich, mal fahren. Mal gucken, so ein bisschen werden wir uns das anschauen. Guten Morgen! Wir sind jetzt mal nach Benidorm reingefahren und gucken mal, ob es hier auch noch was anderes als Hochhäuser gibt. Natürlich gibt es in Benidorm noch mehr zu sehen als die riesigen Wolkenkratzer. Die Stadt ist nämlich vor allem auch für ihre schönen Strände bekannt. Hier reiht sich ein traumhafter Sandstrand an den nächsten. Der beliebteste ist wohl der Cala de Finestrat, den wir gestern schon aus luftiger Höhe bestaunen konnten. Deutlich länger, zu Spitzenzeiten weniger voll, aber noch immer gut besucht ist der angrenzende Playa de Poniente, dessen Promenade wir einmal komplett von West nach Ost entlanglaufen. Mit den Wolkenkratzern im Rücken kann man hier windgeschützt in der Sonne brutzeln, sich in den glasklaren Fluten des Mittelmeers abkühlen oder auch allerlei actiongeladene Aktivitäten starten. Das ist ungefähr so, wie ich mir Miami Beach vorstelle, nur mit einem etwas höheren Altersdurchschnitt vielleicht. Ja, wobei da sind auch viele alte Menschen. Ja, ja, stimmt. Ja. Aber ein sehr, sehr schöner Strand in jedem Fall. Hat was. Und das Wetter ist natürlich auch perfekt heute. Ja. An der schön hergerichteten Strandpromenade kann man herrlich spazieren gehen, Leute gucken und dabei stets die einzigartige Aussicht genießen. Restaurants und Bars säumen die gegenüberliegende Straßenseite, Kioske verkaufen Eis und Sonnenschirme und dann sind da natürlich stets die allgegenwärtigen Wolkenkratzer im Hintergrund. Darunter ist mit dem InTempo auch das höchste Wohngebäude in ganz Europa. Über Sinn und Unsinn des hiesigen Bauwands kann man sicherlich ausgiebig diskutieren. Fakt ist, noch immer wird hier viel gebaut. Und das scheint auch nötig zu sein. Denn obwohl Benidorm eigentlich nur rund 70.000 Einheimische hat, kommen hier in der Urlaubszeit regelmäßig weit über 1 Million Menschen her. Wir folgen der Straßenpromenade bis in die kleine Altstadt und genießen dann die Aussicht vom Balco de la Mediterranea, der zentralen Aussichtsplattform. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum Benidorm für seine Strände bekannt ist. Ja. Ja, hier kommt auf jeden Fall ein bisschen Urlaubsfeeling auf. Die Bars und Restaurants sind voll. Es liegt in der Luft, dass es hier abends auch durchaus mal länger heiß hergeht.
Aber wann ist es eigentlich passiert, dass eine Kugel Eis 3 Euro kostet? Eine Kugel. Wir sind jetzt mit der Eis am Stiel-Variante gefahren. Auch nicht viel günstiger. Wahnsinn. Tina, mach mal bitte Schnipp. Und Schnipp. Und jetzt sind wir in Guadalest und hier gucken wir uns eine alte Burg an, die im 11. Jahrhundert von den Mauren errichtet wurde. Also absolutes Kontrastprogramm zum Strand und den Hochhäusern von gerade, aber ich bin sicher mindestens genauso interessant. Die Fahrt hierher war jetzt nur eine knappe halbe Stunde und jetzt sind wir so richtig hier in den Bergen. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das in Spanien geht, dass man vom Strand in die Berge kommt. Ja. Wir müssen hier gerade 3 Minuten an der Straße entlang laufen, weil wir zu geizig waren, fürs Parken zu bezahlen. Es ist einfach unglaublich, wie blau dieses Wasser leuchtet. Ach, es ist so schön zu sehen, wie sehr hier gerade alles blüht. Also man merkt hier in den Bergen definitiv nochmal einen Unterschied im Vergleich zur Küste unten, wo es ja dann doch nochmal trockener und ein bisschen heißer ist. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr schön hier gerade. Und das bringt allerdings auch ein bisschen die Frage mit, ob wir jetzt vielleicht doch noch ein bisschen in den Bergen bleiben oder ob wir, wie wir es eigentlich vorhatten, jetzt dann doch wieder relativ fix zurück zum Meer und zum Strand fahren. Das werden wir uns jetzt mal überlegen müssen. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wofür wir uns entscheiden, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn da gibt es dann auch wieder ein Video von uns. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne ein Like, abonniert unseren Kanal, beides würde uns sehr freuen. Ja. Und ich würde sagen,
Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Dina, wie lange sind wir jetzt schon hier? Weiß ich nicht, aber ich kann noch ein bisschen. So, dann so. Das ist schon die richtige Ecke hier. Und du hast natürlich viel besser noch. Natürlich. Ja.